Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und die Entfaltung des Moments zu bezeugen, zu bekunden, kundzutun, zu erlauben und im Erlauben mehr und mehr das Bewusstsein in seiner vollen Entfaltung zuzulassen. Jeder von euch ist das eine, was ist, in allem, durch alles hindurch und begreift mehr und mehr, dass in der Abgrenzung Trennung liegt, dass in dem Besserwissen schlechter Wissen liegt, dass im Ratschläge erteilen, Ratschläge erhalten liegt, dass in dem, was ihr anderen auf liebevolle Weise zufügt, das Erhalten dieses Liebevollen liegt. Du kannst nicht geben, ohne zu erhalten, was du gibst. Du kannst nicht erhalten, ohne zu geben, was du erhältst. Alles, was sich dir eröffnet, ist ein Kreislauf des Empfangens, des Gebens, doch nicht in Abfolge, nein, in Gleichzeitigkeit. Mehr und mehr spürst du, dass das, was du anderen zufügst, frei von Wertung, das ist, was dir zugefügt wird. Nicht, indem du etwas jemandem widerfahren lässt und von jemand anderem eben jenes erfährst. Nein, indem du jemandem etwas zuteil werden lässt, wird dir eben selbiges zuteil, nicht in deiner Form, in der Form des anderen. Mehr und mehr spürst du, fühlst du, dass der Schmerz der Welt nicht in deinem Schmerz, deinem individuellen Schmerz ruht, dass der Schmerz der Welt in dem Unterscheiden zwischen dir und den anderen liegt, in dem Unterscheiden zwischen ich tue Gutes, ich tue den anderen Gutes, doch erfahre Schlechtes durch andere. So sind die anderen schlecht und ich bin gut. In dieser Trennung verbirgt sich Leid. Denn indem du attestierst, dass jemand schlecht ist, nicht so gut wie du, sei es auch umgekehrt, dass jemand besser ist, nicht so schlecht wie du, in dem Moment attestierst du dir, eben nicht so gut zu sein, wie du bist, eben nicht so zu sein, wie du bist, anders zu sein, als du bist. Damit befindest du dich in Trennung. Du magst fühlen, Moment, ich für mich habe gewählt, nicht in Trennung zu sein. Ich für mich habe gewählt, in der Vollkommenheit allen Seins zu sein. Und so bin ich in der Vollkommenheit allen Seins, während die anderen für sich wählen und möglicherweise die Trennung wählen. Somit sind die anderen getrennt, ich aber bin eins. Dein Herz erkennt, das kann nicht sein. Denn eins ist eins. Es ist nicht Trennung. Dein Verstand bemüht sich, all die Zusammenhänge zu greifen, zu begreifen, zu erfassen, zu beschreiben, zu einem großen Ganzen zusammenzufügen. In der Zusammenfügung zu einem großen Ganzen liegt die Trennung. Das Einssein, das Sein in allem, durch alles hindurch, in jedem Moment, fügt nicht zusammen. Es weiß, es ist. Und es steht in sich, durch alles hindurch. Und somit ist die finale Daseinszufriedenheit
das tiefe Wissen, dass alles, was sich dir eröffnet, du selbst bist, dass jedes Bewerten, Ablehnen, Urteilen, Verurteilen, jemandem etwas recht machen, jemandem zustimmen, jemandem widersprechen, dass alles das ein Spiel mit dir selbst ist, dass alles das nicht einem Gegenüber stattfindet, gegenüber, sondern dir selbst gegenüber stattfindet. Mehr und mehr nimmst du wahr, dass dein Gegenüber nicht getrennt von dir ist. Das, was du fühlst, im anderen fühlbar ist. Das, was der andere fühlt, in dir fühlbar ist. Ja, wir wissen, jene von euch, die besonders fein fühlen, fern fühlen, hell fühlen, sie versuchen sich zu schützen. Dies ist der erste Instinkt, dies ist ein häufiger Rat, der euch gegeben wird. Aus unserer Perspektive, der höchsten Perspektive der klaren Wahrheit, ist der größte, der klarste, der beste, der einzige Schutz, den du haben kannst, zu erkennen, dass auch das du bist. Und genau in diesem du Liebe sein kannst. Entscheidest du dich für die Liebe, auch in diesem, so ist Liebe in diesem, strömt Liebe zu dir aus diesem heraus. Entscheidest du dich, dich zu schützen vor dem, was du dort fühlst, was in dem anderen ist, beginnt der wahre Schmerz, denn du weißt, du bist nicht getrennt. Indem du dir versuchst vorzumachen, getrennt zu sein, erlebst du ein Unverstandensein von dir selbst. Du erlebst, dass du selbst dich nicht verstehst. Du verstehst nicht, dass du auch das bist. Du arbeitest gegen dich. Welche rechte Hand würde gegen die linke arbeiten? Die Erkenntnis, dass nur einzig und allein, nur einzig und allein das vollkommene Zusammenspiel von allem, nicht im Zusammenspiel, sondern im Erkennen vom Einssein, vom Sein, das in allem ist, das damit alles gleichermaßen mit Schwingung versorgt, mit Schwingung informiert. Einzig und allein dieses nicht nur erkennen, dieses erlauben, erleben, leben, erfahren, wissen, führt zu der tiefen Zufriedenheit deines Seins, zu dem Heilsein, dem Ganzsein, der Auflösung von jeglichem Weltschmerz. Du kannst sehen, wie schmerzhaft es für jemand sein muss, der sich mit einem Messer trennt, der mit einem Messer eine Trennung durch seinen physischen Körper hindurchzieht. Für jeden ist klar, dass dies ein Schmerz ist, der niemand beglückt. Es gibt Momente, in denen dieses getan wird, um Gutes zu bewirken. Und doch, es bleibt ein Schmerz. Niemand würde sagen, um besser agieren zu können, sollte die eine Hälfte des Körpers von der anderen getrennt zu sein. So können sich die Hände besser helfen.
So kann der Körper besser zusammenarbeiten, denn beide Hälften können sich einigen, wie sie am besten zusammenarbeiten wollen. Die eine Seite mehr der weiblichen Energie hingegeben, die andere mehr der männlichen. Und so ist es doch ein besseres Zusammenspiel aus der Trennung heraus. Und so trennen wir, um dann zusammenzufügen, um zu erkunden, ergründen, wie jeder einzelne Teil unabhängig voneinander in sich abgeschlossen wirkt, handelt, agiert, sodass wir ihn dann an seinen rechten Platz setzen können. Dass wir schauen können, vielleicht passt diese Körperhälfte ja besser zu einer anderen. Der Mensch, und wir haben dieses Beispiel gewählt, um klarzumachen, wie tief dies geht. Der Mensch hat gewählt, Kontrolle zu versuchen. Der Mensch hat gewählt, aus der Kontrolle heraus, aus der Trennung heraus, kontrolliert die Ganzheit zu schaffen. Der Mensch hat versucht, so smart wie er ist, die Dinge auf noch vollkommenere Weise zusammenzufügen. Er wollte es besser wissen. Und er hat seine Besserwisserei auf den Gipfel getrieben, indem er selbst das Natürlichste der Welt, den physischen Körper, die naturgegebene Daseinsform zu verändern geschafft hat. Der Mensch weiß nun, es gibt nichts, was nicht veränderbar ist. Und selbst unser gewähltes Beispiel ist möglich. Wir raten nicht dazu, dies auszuprobieren, und wir sagen dies mit einem Augenzwinkern. Alles ist möglich. Der Mensch hat erkannt, dass er die Möglichkeiten niemals vollständig ausloten wird. Zuvor kommt er an den Grund der Erkenntnis. Auf den Grund der Erkenntnis, die ihm sagt, ganz gleich, wie sehr du trennst und wieder zusammenfügst, keine kontrollierte Zusammenfügung kann mithalten mit der Vollkommenheit des Seins. Selbst in dem Zusammengefügten, dem Getrennten und wieder Zusammengefügten, zeigt sich das Einssein in der Unberechenbarkeit. Nichts ist, so sehr auch alles berechenbar ist, berechenbar zu sein scheint und mehr berechnet wird. Nichts ist berechenbar. Es geht nicht darum zu rechnen. Es geht nicht darum, Dinge zusammenzufügen, um ein Ergebnis zu erhalten. Der Grund der Erkenntnis, die Tiefe der Erkenntnis, die das bodenlose Fass der Möglichkeiten des Kontrollierens und Zusammenfügens auf einen Grund bringt. Der Grund der Erkenntnis ist der Frieden, der aus dem Sein erwächst, welches in allem und durch alles hindurch ist. Diesen Frieden erlaubst du, indem du dich in allem erkennst. Wir wissen, dies ist eine Floskel, oh, die so häufig verwendet wird. Mit so viel Leichtigkeit, mit so viel Selbstverständlichkeit und doch selten so tief erfasst, dass sie den Alltag berührt.
Diese Erkenntnis, den Alltag berührend, bedeutet, dass jener, der zu dir spricht, du selbst bist. Dass die Worte, die zu dir kommen, von dir erschaffen sind. Dass das Verhalten, das du jemandem gegenüber an den Tag legst, dich selbst erreicht in dem anderen, denn du bist der andere. Dass die Frequenz, die du in dir trägst, im anderen fühlbar ist, ganz gleich, wie fernab du dich von der Menschheit bewegst, wie tief in einer Höhle versteckt, wie hoch auf einem Berggipfel du dich zurückziehst. Die Frequenz, die in dir ist, die Intelligenz, die in dir ist, jenseits des Intelligenzquotienten, sagen wir hier. Die Frequenz, die göttliche Intelligenz. Sie ist durch alles hindurch. Sie ist durch alles hindurch, denn sie ist alles. Sie drückt sich aus auf vielerlei Weise. Die Frequenz drückt sich aus. Nicht der Ausdruck ist die Frequenz. Die Frequenz, die in dir ist in allem. Und somit kannst du durch den Ausdruck, den du vorfindest, in diesem Moment, in jedem Moment in deinem Leben, in jedem Leben, in das du eintauchst, somit ist der Ausdruck, den du vorfindest, die Vielfalt des Ausdrucks, der Ausdrücke, die du vorfindest, die Auskunft über deine Frequenz, die Auskunft über die Schwingung, die in dir ist. Und ja, wie du sehen kannst an dieser Vielfalt allen Ausdrucks, es ist nicht eine Schwingung, es ist die Gesamtheit aller möglichen Schwingungen. Dein Fokus verstärkt diese Schwingung, jene Schwingung, lässt diese Schwingung, jene Schwingung konkreter in dein Leben treten, dein Leben mehr dominieren, dein Leben mehr beeinflussen, deinem Leben mehr real erscheinen, auf eine bestimmte Ausdrucksformweise. Das wahre Erkennen der Essenz in allem, unabhängig von den sichtbaren Grenzen, immer eins, immer in Synchronizität miteinander. Nicht einmal im Austausch miteinander, denn zeitgleich findet in dir statt, was im anderen stattfindet. Du spielst das, was du erleben willst, um es zu erleben, mit verschiedenen Rollen, um die Verschiedenheit fortzufinden. Das Spielen mit den Murmeln, mit der Trennung, mit der Erdkugel, die in kleine Murmeln aufgeteilt, doch auch schön zu spielen ist. Das Spielen ist eine wundervolle Möglichkeit, die Vielfalt zu ergründen, zu erkunden, zu erkennen. Der Boden der Erkenntnis jedoch ist, dass du in allem bist. Du somit nicht mehr, in welcher Weise auch immer, in die Wertung zu gehen brauchst. Nicht mehr die Grundlage hast, um zu werten. Und du spürst mehr und mehr, ganz besonders in dieser Zeit, wie schwer dir das Leben wird, wie schmerzhaft dir der Alltag wird, wenn du in die Trennung gehst, wenn du in die Wertung gehst, wenn du doch siehst, ich habe mich für dies entschieden, ich bin in meiner Entscheidungsweisheit weiser als die anderen. Ich freue mich, dass ich weiser als die anderen so entschieden habe und nicht auf die Weise der anderen. Allein in diesem dich abgrenzen, auf
gedacht positive Weise, findest du Schmerz. Und so geht es vielen, oh so vielen feinen Wesen von euch, die auf Erden sind, nicht mehr so leicht von der Hand wie noch einst, da diese Trennung in zeitlichem Abstand zueinander stand. In der jetzigen Zeit entsteht vieles Leid, nicht mehr aus dem Offensichtlichen. Nein, das Leid entspinnt sich aus der Feinheit der Differenzierung, die doch stattfindet. In jedem Moment, in dem du differenzierst zwischen das ist das und ich bin das, fühlst du, wie du dich selbst von dir abtrennst. Und hier ruht dein Leid. Es wird umso größer, umso mehr du versuchst, bei dir zu bleiben, die anderen bei sich zu lassen und zwischen euch eine Trennungslinie zu halten. Wir sagen hier nicht, dass es deine Aufgabe ist, dich um die Frequenz des anderen zu kümmern. Wir sagen hier nicht, dass wenn es dem anderen schlecht geht, dass es dir dann auch schlecht geht. Wir sagen, indem du versuchst, dich selbst zu verbessern im Vergleich zu jemand anderem, erlebst du Schmerz. Erlaubst du hingegen, dir selbst dich zu verbessern und alles mit diesem deinem dich verbessern. Und wir wählen hier nicht die Worte, um zu sagen, besser ist besser und schlechter ist schlechter. Wir wählen die Worte, um dir in dem Kontext deines mehr zu dir Stehens Unterstützung zu geben mit Worten, die du verstehen kannst. Indem du also dich selbst verbesserst und erlaubst, dass um dich herum sich alles verbessert. Indem du zu dir stehst und erlaubst, dass dies eine Auswirkung auf das Feld um dich herum hat, ohne dass du diese Auswirkung getrennt von dir beurteilen, bewerten, so oder so finden musst. Indem du volle Liebe in deiner Frequenz zulässt, diese Frequenz jedoch auch dir gegenüber zulässt, den Wandel zulässt, der geschieht, indem du dich in Liebe wandelst, schwindet aller Schmerz. Wir wissen, dass dies tief ist und zugleich sehr einfach erscheint. Wir wissen, dass nicht für jeden, der dies hört, sofort klar ist, was gemeint ist, wie es gemeint ist und welche unendliche Friedenskomponente hierin zu finden ist. Wir wissen, dass wir gleichwohl dieses Wissen in dir wiedererweckt haben, dass dieses Wissen in dir längst seinen Ausdruck sucht, sich dir aufdrängt und du in diesem, in jenem, in immer wieder neuen Momenten mehr und mehr dieses Wissen längst für dich integriert hast.
Erlaube dir, durch alles hindurch zu sein. Du hast dich in diese Form hinein fokussiert, um den Ansatzpunkt zu haben, aus dem heraus du deine Frequenz, deine Essenz erlaubst. Du brauchst sie nicht in anderen zu erlauben, um sie in dir zu erlauben und in anderen erlaubt zu sehen. Erlaube in dir, erlaube voll und ganz in dir, was du in allem erlauben willst. Und erlaube dir, mit allem eins zu sein. Erlaube, dass dein Erlauben das Erlauben ist und dass damit allem erlaubt ist. Erlaube, dass die Ausdrucksformen, die durch dein Erlauben hindurch, frei von Abhängigkeit deines Erlaubens und doch im Moment des Erlaubens zum Vorschein kommen, dass all diese Ausdrucksformen sein dürfen. Es ist ein Sortieren. Es ist ein jedes Frequenzspektrum, das in dir wohnt, das in allem wohnt, zulassen. Das gesamte Frequenzspektrum als Reichtum annehmen. Es ist, als würdest du in diese Schatzkammer treten und du entdeckst hier eine goldene Kette und dort einen Ring, dort ein silbernes Amulett und dort einen metallenen Löffel. Manches von hohem Wert, auf den ersten Blick, manches schwer zu erkennen, manches scheinbar wertvoll, manches offensichtlich nicht wertvoll, manches anders scheinend als es ist. So vielfältig ist diese Schatzkammer, dieser Facettenreichtum der Frequenzen, indem du fühlst, dass der Wert, der du bist, in allem ist, dass die Frequenz, die Essenz in allem ist, in der goldenen Kette, wie in dem Ring, wie in dem silbernen Amulett, wie in dem metallenen Löffel, dass diese Frequenz, diese Essenz in allem ist, sich ausdruckssuchend auf diese und jene Weise, doch niemals im Wert mehr oder weniger. In diesem Erkennen stehst du in dieser Schatzkammer deinem Leben, dem Sein, und erkennst, dass der Wert nicht der Schein ist, dass du nicht sortieren musst zwischen dem und jenem, dass du gleichwohl die Kette anlegen kannst, wenn sie dir gut passt und alles in diesem Raum schöner ist. Nicht nur du mit der Kette, nicht nur die Kette mit dir, nein, alles ist schöner durch dieses Sein, das Erlauben der Harmonie, das Erlauben des vollkommenen Zusammenspiels und Zusammenspielens. Erlaube dir den Facettenreichtum der Frequenzen. Siehst du jemanden, der auf dem metallenen Löffel herumbeißt? Siehst du jemanden, der versucht, den Ring aufzubrechen? Erlaube dies. Erkenne, dass dies ein Frequenzausdruck ist vom Sein, eine Möglichkeit. Bleibst du in der Liebe, statt in die Wertung zu gehen? Bleibst du in der Urteilsfreiheit, statt zu urteilen? So ist das, was du dort siehst, ein Ausdruck der Liebe, ein Tanz. Mit dem Löffel ein Tanz, mit dem Ring ein Spiel, ein Ausdruck, ein Erleben. Und du kannst es erleben, ohne dich an dem Erlebnis zu stören.
Du kannst es erfahren, ohne die Erfahrung zu werten. Jeder Schmerz geht verloren, wenn dort keine Wertung ist, wenn das Spiel genossen wird und wenn in dem Spiel die Liebe ruht, wenn alles Ausdruck der Liebe ist, wenn jeder Ausdruck als Liebe erkannt ist. Das ist die Tiefe der Botschaft, die in dir wohnt und heute ihren Ausdruck gefunden hat. Du bist diese Botschaft. Erlaube dir, diese Botschaft zu leben. Erlaube sie, in Liebe zu sein. Dich in Liebe zu sein, durch dich hindurch, durch alles hindurch. Erlaube dir, diese Botschaft zu sein. Wir lieben dich, wir lieben euch, wir lieben, wir sind, was du bist. Du bist, was wir sind. Alles ist eins, alles ist Liebe. Es kann nicht anders sein. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.